Hallo zusammen! Ich habe euch heute ein Rezept mitgebracht, das seit vielen Jahren zu meinen absoluten Lieblingsrezepten gehört und auch zu den Lieblingsrezepten der Leser meines Blogs. Wir machen heute rote Beete Risotto und das geht schnell, einfach und ich zeige euch, wie es geht. Yeah. Als erstes brauchen wir Schalotten, Knoblauchzehen und rote Beete. Und mit denen machen wir im Prinzip dreimal das Gleiche, nämlich schälen und fein würfeln. Bei der roten Beete ist es so, dass ihr ein bisschen variieren könnt, wie groß ihr die Würfel haben möchtet. Faustregel ist, je größer der Würfel, desto bissfester ist am Ende die rote Beete. Ich mag das, wenn das so kleine Stückchen sind, die man einfach gut mit der Gabel aufspießen und in den Mund schaufeln kann. Die sind dann nachher so ganz minimal bissfest. Das finde ich super. Wenn wir alles schön in Würfel geschnitten haben, dann können wir schon etwas Olivenöl in der Pfanne erhitzen. Und darin können wir dann die Schalottenwürfel und die Knoblauchwürfelchen schön glasig andünsten. Es ist dabei übrigens vollkommen egal, ob ihr das Ganze jetzt lieber in einem Topf oder in einer Pfanne macht oder so wie ich in einer, ist das schon eine Wokpfanne? Zählt das schon als Wokpfanne? Man weiß es nicht. Dazu kommt jetzt schon die rote Beete. Und außerdem gebe ich jetzt noch so ungefähr einen Esslöffel Honig dazu. Das lassen wir jetzt zusammen so 1-2 Minuten braten, denn wir wollen, dass der Honig so ein kleines bisschen karamellisiert, dann schmeckt es nachher besser. Es muss jetzt nicht die ganze Flüssigkeit verdampfen, sondern das reicht, wenn alles so ein bisschen angedünstet ist. Dann geben wir nämlich noch den Risotto-Reis dazu. Als nächstes brauchen wir Rotwein. Mit dem wollen wir jetzt nämlich das Ganze ablöschen. Und außerdem geben wir so 4 kleine, 3 große Rosmarinzweige mit rein. Die lassen wir im Ganzen, dann können wir sie nachher nämlich wieder rausfischen und haben nicht das Grünzeug zwischen den Zähnen. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen Schub geben. Jetzt beginnt die Risotto Magic. Wir brauchen nämlich Brühe und zwar heiße Brühe. Warum muss die Brühe köcheln? Das ist tatsächlich ganz wichtig, damit unser Risotto etwas wird. Denn wenn die Brühe kalt ist, löscht man jedes Mal den Reis wieder ab und der zieht sich zusammen und sagt, das will ich nicht und gibt seine Stärke nicht ab. Damit es richtig schön schlotzig wird, am besten einfach durchgehend köcheln lassen. Ich werde meine Brühe jetzt einmal taktisch umziehen, damit ich es gleich beim Schöpfen ein bisschen einfacher habe. Und immer wenn das Wasser verdampft ist, kommt die nächste Kelle rein. Risotto machen ist relativ meditativ, denn jetzt muss man eine ganze Weile, bestimmt so 20-30 Minuten, rühren. Und das darf man nicht vergessen, weil ansonsten brennt es logischerweise an und das wollen wir auf gar keinen Fall. Und während wir hier geduldig jetzt die Brühe einrühren, könnt ihr noch mal ein Abo dalassen, falls euch das Rezept gefallen hat. Wenn der Reis bissfest ist, bei mir hat das jetzt so 20 Minütchen gedauert, dann machen wir den Herd aus und können als nächstes die Rosmarinzweige aus der Pfanne fischen, wenn wir sie noch wiederfinden. Und jetzt widmen wir uns dem wahren Geheimnis echter Cremigkeit: Butter. Es funktioniert besser, wenn die Butter kalt ist und man sie kalt einrührt. Und sie verschwindet auch recht schnell. Und dann brauchen wir natürlich noch Parmesan. Oh, das duftet so gut. Und wie schön schlotzig ist das denn bitte geworden? Ihr könnt jetzt natürlich noch eine Weile hier stehen und die Dämpfe von diesem leckeren Risotto einatmen. Oder aber ihr esst es einfach.
Grundsätzlich ist es so, falls ihr jetzt Bock habt, das nachzukochen, könnt ihr einfach auf den Link unten in der Beschreibung klicken. Da geht's zu meinem Foodblog. Da findet ihr alle Rezeptangaben, noch ein paar kleine Tipps. Und dann wünsche ich euch einen guten Appetit.